Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Roland MC707 Groovebox Tutorial. Als allererstes möchte ich mich ganz herzlich bei Johannes W., Mark L. und Matthias S. für das gespendete Geld bedanken. Durch eure Unterstützung war es mir jetzt möglich, Softboxen zu kaufen, um die Belichtungssituation der Videos zu verbessern, wie man hoffentlich sehen kann. Herzlichen Dank dafür, ihr seid wirklich großartig. Im heutigen Video zeige ich euch, wie man die Motions programmiert. Also wie immer, dranbleiben lohnt sich. Und los geht's! Hinter dem Begriff Motion verbirgt sich nichts anderes als die Automationen. Ich werde in dem Tutorial den Begriff Motion verwenden, auch wenn mein Tontechniker-Herz den Begriff Automationen bevorzugt, da man solch eine Funktion normalerweise Automation nennt. Okay, mit Motion können die Reglerbewegungen der physikalischen Bodies C1 bis C3 sowie des virtuellen Bodies C4 aufgezeichnet bzw. programmiert werden und danach automatisiert abgerufen werden. Diese Informationen werden in den Clips gespeichert. Auf der linken Seite unter Record haben wir die Motion-Sektion. Hier können wir mit Motion Record händische Reglerbewegungen der Encoder C1 bis C3 aufnehmen. Mit On kann man die Automationen der Encoder C1 bis C4 ein- und ausschalten. Mit Shift und Motion On-Taste kann man die Motions von allen 4 Potis auf einmal löschen. Möchte man hingegen die Motion von nur einem Poti löschen, muss man die Motion On-Taste gedrückt halten und den entsprechenden Poti bewegen. Als Hinweis, das funktioniert allerdings nur mit C1 bis C3, C4 muss man leider händisch löschen. Und wenn man Shift und Motion Record drückt, kommt man in den Last bzw. First Step Modus. Der hat grundsätzlich nichts mit Automationen zu tun, wird aber ebenfalls in den Clips gespeichert. Mit dem Last und First Step Modus können, wie der Name schon sagt, der erste und der letzte Step des Sequencers definiert werden, unabhängig von den eingestellten Takten. Der Vollständigkeit halber, auch wenn es jetzt nicht zum Thema passt, ein kurzes Beispiel. Also man kann ihm entweder hier händisch einstellen oder man kann den Last Step mit einfachem Drücken setzen und mit Shift den First Step. Okay, zurück zum Thema. Als erstes müssen wir, wie schon im Tutorial Knob Assign gezeigt, den Encoder einer Destination zuweisen. Falls ihr das Knob Assign Tutorial versäumt habt, solltet ihr das unbedingt nachholen. Wie immer blende ich es euch am Ende ein. Ich nehme einmal Level und nun können wir die Lautstärke mit dem Encoder C1 steuern. Um das Ganze aufzunehmen, drücken wir Motion Record, dann Play und wenn wir jetzt den Encoder bewegen, wird die Motion aufgenommen. Editieren kann man die Motion im Step Edit Menü, in das wir mit Shift und dem Step Button kommen. Im ganz linken Reiter befindet sich Motion. Selbstverständlich kann man hier auch händisch Werte eingeben, ohne sie vorher mit Motion Record aufgezeichnet zu haben. Wie man sieht, steht bei Encoder 1 Filter, was aber lediglich der Name des Encoders ist. Also lasst euch nicht beirren, dass dort nicht der Name der Funktion steht, die ihr im Knob Assign eingestellt habt. Wenn wir jetzt Steps anwählen, sehen wir den MIDI-Wert, der bei der Reglerbewegung aufgenommen wurde. Mit den Measure-Tasten können wir wie gewohnt zwischen den Takten wechseln. Löschen kann man einen Automationsstep, indem man den zu löschenden Step auswählt und ihn einfach auf Off stellt. Hinzufügen kann man einen Step, indem man einen Step auswählt und einen Encoderwert eingibt. Einen Encoder kann man mit Druck auf die jeweiligen Encoder C1 bis C3 auswählen oder man geht mit den Cursor-Tasten ganz nach unten, sodass das kleine Dreieck ausgefüllt ist und kann dann mit den Links-Rechts-Cursor-Tasten Controller C1 bis C4 auswählen. Also es funktioniert so, C4 kann man hier nicht auswählen. Da muss man tatsächlich ganz runter gehen und das mit den Cursor-Tasten bewerkstelligen. Okay, liebe Leute, das soll es gewesen sein für heute.
Für diejenigen, die mich und dieses YouTube-Projekt unterstützen wollen, habe ich einen PayPal-Spenden-Button sowie Amazon Affiliate-Links in die Videobeschreibung hinzugefügt. Herzlichen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. See you!